Sie möchten Ihre OPC-Server-Konfiguration ohne Produktivsystem vorab testen. Sie möchten Daten zwischen UA-Clients austauschen, ohne eine Steuerung zu verwenden. Mit den virtuellen Devices des Acon OPC UA Server können Sie genau das tun. Guten Tag und schön, dass Sie hier sind. Normalerweise erfolgt bei OPC UA die Kommunikation eines Clients mit einer Steuerung über einen entsprechenden OPC UA Server. Das heißt, der Client kann zum Beispiel verschiedene Variablen auf die Steuerung schreiben oder diese von ihr lesen. Dazu kommuniziert er mit dem OPC UA Server und dieser leitet die Anforderungen dann an die entsprechende Steuerung weiter. Soll der Client nun jedoch nicht mit einer Steuerung kommunizieren, sondern mit einem anderen Client, so geht das nicht ohne weiteres. Stattdessen haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens, Verwenden einer Steuerung als Datenspeicher, obwohl die Daten unabhängig vom Steuerungsprogramm sind. Zweitens, Verwenden eines virtuellen Devices, welches als Datenspeicher dient. Doch was ist ein virtuelles Device genau? Ein virtuelles Device ermöglicht die Verwendung von Variablen innerhalb des OPC-Servers, die keinem Hardwaregerät zugeordnet sind. Diese Variablen heißen daher auch virtuelle Variablen. Ein virtuelles Device bietet jedoch noch weitere Vorteile. So können Sie die Konfiguration eines bestehenden Gerätes, zum Beispiel einer SPS oder Synomerik, verwenden und im virtuellen Device-Modus betreiben. So können Sie Ihre Konfiguration in der Projektierungsphase ohne Zugriff auf echte Hardware testen. Legen Sie als erstes ein neues Projekt an, um ein virtuelles Gerät zu erstellen. Fügen Sie als nächstes ein neues Gerät hinzu. Stellen Sie unter Typ auf Virtuelles Gerät um. Wenn Sie alternativ ein bestehendes Gerät virtuell betreiben möchten, können Sie unter Erweiterte Optionen anzeigen die Option Dieses Gerät als virtuelles Gerät verwenden aktivieren. Wählen Sie Address Space konfigurieren. Virtuelle Symbole werden im Address Space an den Arbeitsspeicher gebunden. Über Variable hinzufügen können Sie virtuelle Symbole manuell anlegen. Hier können Sie den Variablennamen vergeben, den Datentyp einstellen und den Anfangswert bestimmen. Alternativ können die Symbole über eine Virtual Symbols XML-Datei erstellt werden. Wählen Sie eine Virtual Symbols Datei aus. Für dieses Tutorial nehmen wir eine Datei aus dem Beispielordner. Laden Sie die Symbole. Sie können die Symbole entweder einzeln oder alle auf einmal dem Address Space hinzufügen. Wenn die Konfiguration des Address Space abgeschlossen ist, übertragen Sie das Projekt auf den Server. Wir wechseln nun zum UA-Client, in unserem Fall UA-Expert. Hier sehen Sie nun alle virtuellen Symbole, die wir in diesem Tutorial hinzugefügt haben. Sie haben noch Fragen? Dann stellen Sie diese gerne in den Kommentaren. Mehr Informationen zu virtuellen Geräten finden Sie auch in der zugehörigen Playlist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.